Hey, Hosters und Sternchen, was geht? Mein Notizzettel sagt mir, dass ich heute einen Vortrag halten möchte über die Geschichte des Spiels Tanky Online. Naja. Außerdem steht da noch, dass ich hier weder Korrektheit noch Vollständigkeit garantieren kann. Okay, vielen Dank. So, damit wir uns aber verstehen, mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, in dem Jahr kam diese Waffe raus, dann kam der Untersatz raus und so weiter und so fort. Das nicht, sondern es ist eher die allgemeine Geschichte des Spiels. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, die versuche ich heute zu entziffern und hoffentlich macht es euch genauso viel Spaß wie mir. Wenn man der Chronik von Tanky Online glauben mag, dann reichen die Anfänge zurück bis ins alte Babylon. Entschuldigung, ich sag ja Sauklaue. Die reichen zurück bis in die 90er Jahre. Damals konnte man aber den Anfang des Spiels Tanky Online nicht unbedingt mit Tanky Online vergleichen. Aber das Grundkonzept war schon so oder mehr oder weniger vorhanden. Und zwar war es ein Panzerspiel, ja, check. Und es war Multiplayer, check. Auch wenn es damals nur ein 1 gegen 1 war. Aber trotzdem Multiplayer. Insofern, ja, die Grundkomponenten stimmen. Es hat den Namen Tanks for Two gehabt und für die damalige Zeit wahrscheinlich ausreichend. Ja, also es ist halt ein Spiel der 90er Jahre, grafisch jetzt nicht ein Meisterwerk, aus heutiger Sicht betrachtet. Ich weiß nicht, aus damaliger Sicht, keine Ahnung. Aber jedenfalls, nehmt es wie es ist. Es war halt einfach ein simples, kleines Spiel, ja. Nichts Weltbewegendes. Aber das ist der Anfang des Ganzen. Ja, die Idee wurde da so gesehen geboren. Und verfeinert wurde das Ganze dann im Jahr 2008. Damals auch noch nicht als Spiel Tanky Online, wie wir das dann kennengelernt haben, aber schon so ein bisschen in die Richtung. Und zwar gab es damals eine Spiele-Demo, die vorgestellt wurde. Nicht um das eigentliche Spiel primär zu bewerben, sondern die hauseigene Spiele-Engine, mit der das entwickelt wurde, die sollte da im Fokus stehen. Und im Grunde Entwicklerstudios oder Entwicklern zeigen, schaut mal, wir haben hier eine Spiele-Engine auf Flash basierend, ja, so dass halt man Browserspiele entwickeln kann, eben basierend auf Flash. Und das sogar, sag ich mal, relativ komplex, ja, mit komplett in 3D. Und wer sich noch an seine Kindheit erinnern mag, die vielleicht hoffentlich noch vor Fortnite war, ja, wird vielleicht halt diese alten Seiten, diese Internetseiten mit den ganzen Flash-Spielen noch kennen. Und wenn man sich so zurückerinnert an das, was es damals gab, die meisten waren ja eher eigentlich nur so, könnte man sagen, hobbymäßige 2D-Spiele. Ja. Aber das waren die besten. Das waren die besten Flash-Spiele, die es damals gab. Und dann gibt es halt als auf einmal großes Aushängeschild des Ganzen ein 3D-Spiel, Multiplayer und das auch im Browser. Also schon um einiges überlegener, ja, was das angeht. Und wie gesagt, mit dem Spiel oder mit der Demo dazu, ja, konnte man halt dann auch gut diese Spiele-Engine, die man da entwickelt hat, hatte übrigens den Namen Alternativer 3D, dann entsprechend auch bewerben. So. Kurze Zeit später, nach dieser Demo, die übrigens den Namen Tanks trug, also sehr kreativ, wurde dann aber das Spiel Tanky Online ins Leben gerufen. Selbst da könnte man jetzt halt nicht unbedingt sagen, dass das, also ja schon, da gibt es gewisse Parallelen zwischen der Demo und dem Spiel Tanky Online, klar, aber ist dann doch noch mal ein bisschen natürlich erweitert worden, ja. Witzigerweise, die Karte, die es damals für diese Demo gab, ja, die gibt es auch noch heute, also ihr wurde so gesehen Tribut gezollt und zwar auch mit dem Namen Tribut. Habt ihr sicherlich mal gesehen im Matchmaking. Aber das jedenfalls so dann die richtigen Anfänge von Tanky Online. So gesehen entstanden dann auch aus einer Spiele-Demo, um die eigentliche Engine zu bewerben, die man da so entwickelt hat. Wie gesagt, damals noch auf Flash-Basis, ja, weil das halt einfach so das Gängigste natürlich war, wenn man ein Browserspiel entwickeln wollte. Gut, damit aber nicht genug. Beta-Tests kamen, dann natürlich das eigentliche Release des Spiels selber und natürlich mit deutlich weniger Inhalten, ja, seien es jetzt Waffen, aber auch Versorgungsgegenstände, genauso wie Untersätze, alles natürlich sehr reduziert. Aber es gab auch schon damals eine meine Güte, schwere Sprache heute. Eine Parkour-Community gab es schon damals und selbst da, ja,
in den Anfangstagen wollte man schon schauen, was man alles so hinbekommt mit den Pappmaché-Panzern. Anders kann man es nicht sagen. Hey. Aber jedenfalls gab es noch andere witzige Ideen. Und zwar, was ist, wenn man zum Beispiel einen Rennmodus ins Spiel einfügt? Ja, auch sowas wurde damals diskutiert. Und auch wenn es den Rennmodus dann nicht gab, so gab es die Karte dazu, die, sag ich mal, auch an eine Rennstrecke erinnern mag. Und zwar die Karte Monte Carlo, falls ihr sie noch von damals kennt. Klar, die gibt es natürlich heute noch immer. Also zwar nicht im Matchmaking, aber die Karte gibt es ja trotzdem. Jedenfalls interessante Herangehensweisen, die man da hatte. Interessante Ideen, Diskussionen. Ob man da vielleicht auch irgendeinen blauen Schildkrötenpanzer abbekommen hätte, das wissen wir nicht, aber was nicht ist, das kann ja noch werden. So. Das jedenfalls dazu. So, ich muss mir mal ganz kurz hier meine Notizen angucken. Ach so, ja, Thema Versorgungen, wie gesagt, von denen gab es nicht viele, also sowas wie mehr Schaden, mehr Schutz und so, das gab es dann erst später. Heilungen waren schon vorher da. Aber auch Goldboxen, ja, das Aushängeschild, wenn es um Sachen geht, die vom Himmel fallen, gab es auch nicht von Anfang an. Das kam erst später. Witzigerweise anfangs mit 1000 Kristallen, dann runter auf 100. Aber, und jetzt wieder hoch auf 1000. Also jetzt, ja, schon seit Ewigkeiten. Aber genau, jedenfalls, das wurde dann auch kann man sagen, in den Anfangstagen des Spiels dann eingefügt. Und erstaunlich, oder sage ich mal, das muss man einfach mal mit Respekt auch so dann sehen, ja. Die Spielerzahlen, die haben sich prächtig entwickelt. Also man hatte innerhalb kürzester Zeit, also mit kürzester Zeit meine ich jetzt nicht unbedingt Wochen, ja, aber wir reden hier von ein paar Jahren, hat man dann auch schon 10 Millionen Spieler gehabt und das hat dann kein Ende mehr gehabt. Ne? Also da ging es dann Schlag auf Schlag und das Spiel wurde immer beliebter. Und wie gesagt, die Leute, die halt schon ein bisschen älter sind, ja, die werden es halt kennen. Irgendjemand hat dann mal von diesem Spiel gehört und dann vorgeschlagen, man könnte das ja mal gemeinsam spielen. Und so hat sich das dann halt immer weiter verbreitet. Ja, also, und natürlich, ja, als Browserspiel damals, selbst im Vergleich zu anderen Browserspielen, die es gab, von namhaften Studios, ja, ist Tanky Online einfach, muss man sagen, wirklich stark gewesen. Ja? Während andere Spiele auch noch immer so, naja, sag ich mal, wie soll ich das sagen, 2D waren, aber optisch so getan haben, als wären sie 3D, war Tanky Online dann doch 3D. Ne? Also andere Spiele haben halt mehr damit optisch gespielt, als wäre da eine gewisse Tiefe, ja, um halt so eine 3D-Optik zu erzeugen. Jedenfalls, aber halt keine richtigen 3D-Spiele. Wisst ihr, was ich meine? Ist ja auch egal. Jedenfalls, Tanky Online als 3D-Spiel im Browser, muss man dazu sagen, nichts runterladen. Es funktioniert auf jeder kartoffelbetriebenen Mikrowelle. Also, ja. muss man einfach mal so sehen, wie es ist. Ne? Das war natürlich einfach sehr, sehr cool damals. Heutzutage nichts Spektakuläres mehr, ja, ist klar, aber wie gesagt, für die damalige Zeit natürlich wirklich krass. Und auch wenn es grafisch, muss man jetzt auch mal so ehrlich sein, nicht hübsch war, ja, also für heutige Standards, so war es trotzdem einfach ein grundsolides Spiel. Die Grafik wurde dann aber trotzdem über die Jahre nochmal verfeinert. Ne, wenn man sich mal so die ganz alten Sachen anguckt, da wird man sehen, dass zum Beispiel auch diese Karte, die wir hier haben mit den Grafiken, die zu sehen sind, die sind natürlich alt, ja, stellen aber natürlich nicht die erste Version des Spiels dar. Ne? Also das, was man hier sieht, das kam ja nach einem großen Grafik-Update. Aber gut, das nun mal so an dieser Stelle mal vorweggenommen. Ein hochspannendes Projekt, was sich dann an der Seitenlinie ein bisschen entwickelt hat, und das werden vielleicht einige noch kennen, war dann Tanky Online 2.0. Damals auch mit einer Demo, die man spielen konnte. Also was heißt spielen? Man konnte ein bisschen rumfahren und so einen kleinen Einblick in das Spiel selber bekommen, was hoffentlich irgendwann mal fertig werden sollte. In Klammern, das Spiel wurde natürlich nie fertig. Ja, es wurde dann nach ungefähr 1,5 Jahren Arbeit dann noch wieder eingestellt. Aber man konnte sehen, oh wow, das Spiel könnte sich in diese Richtung entwickeln. Grafisch nochmal um Welten besser. Und man muss ja auch da wieder sagen, das Ganze noch immer im Browser.
Nichtsdestotrotz, klar, das hat dann natürlich auch wieder stärkere Anforderungen, also Hardware-Anforderungen, die die Spieler halt erstmal natürlich entsprechend leisten müssen. Die Browser müssen das ja auch am Ende leisten, jedenfalls, oder auch Flash, ne? Das kommt ja alles noch hinzu. Also, sage ich mal, ressourcenintensiver als natürlich halt das bestehende Tanky Online-Projekt zu der damaligen Zeit. Egal, jedenfalls die Arbeit an Tanky Online 2.0 verlief dann im Sande, wurde eingestellt und nichtsdestotrotz, das Spiel selber hat sich entwickelt. Wie gesagt, dann so um 2012 herum dann ein grafisches Update, was das Spiel dann erlebt hat. Ja, hat das Ganze nochmal auf eine neue Stufe gehoben. So ähnlich wie dann halt, als so die richtig guten Texturen vor ein paar Jahren kamen mit den Remastered-Karten. So würde ich das jetzt einfach mal, sage ich, beschreiben. Ne? Aber gut, 2012 gab es noch etwas Spannendes, dann halt mit rüber auch 2013, 14, wo ja dann auch viele Leute kamen, aber gut, 2014, da sind wir noch nicht. Jedenfalls 2012. Da gab es dann auch das wunderschöne Rebalance-Update. Und 2013 habe ich das dann selber miterleben können, als ich dann mal wieder ins Spiel selber schauen wollte. Und gesehen, dass meine gesamte Garage auf einmal weg war. Ne? Ich hatte dafür zwar eine Menge Kristalle, aber irgendwie hat mir meine Garage gefehlt. Mein Pech an dieser Stelle, ja, kurze eigene Geschichte. Mein Pech an dieser Stelle war, dass es damals eine Funktion gab, mit der man sich EP kaufen konnte für Kristalle. Und da ich ja halt so gesehen eine Entschädigung bekommen habe, also nicht nur ich, jeder hat eine Entschädigung für seine Garage bekommen, hatte ich natürlich einiges an Kristallen und ich war dann so dumm und habe mir halt für meine Kristalle EP gekauft und hatte dann zwar einen höheren Rang, ja, also jetzt nichts Weltbewegendes, noch immer im unteren Segment angeordnet, aber jedenfalls musste ich halt nicht mehr so viel leveln, ja. Ich hatte mir damit ein paar Ränge kaufen können. Aber meine gesamte Garage war auf M0. Da habe ich mir also einen entsprechenden Nachteil an dieser Stelle gekauft. Aber ja, man lernt aus Fehlern, nicht wahr? Gut, das jedenfalls dazu. Das Rebalance-Update hat nochmal vieles geändert. Also einerseits natürlich die Preise der einzelnen Gegenstände, die wurden angepasst. Aber auch... Oh, da ist mir noch eine Sache leider... entfallen, erzähle ich gleich noch. Wir müssen noch mal zurück zu der Demo kommen. So, Entschuldigung. Die ist mir leider nicht mehr im Kopf geblieben. Aber gut, jedenfalls, was wurde geändert? Natürlich die Preise, aber auch wann es halt die einzelnen Gegenstände zu kaufen gibt. Ja, auch die Verbesserung. Weil vor diesem Update konnte man relativ schnell sich seine M3-Garage zusammenbauen, zusammen kaufen, weil halt zwischen diesen einzelnen M-Stufen wenige Ränge lagen. Ja. Das hat sich dann natürlich mit dem Update geändert. Man musste also, wenn man dann M3-Sachen wollte, deutlich länger spielen, brauchte also einen entsprechenden höheren Rang, um sich die Sachen dann M3 zu kaufen. So, kommen wir zurück, aber jetzt mal ganz kurz zur Demo. Das ist mir jetzt, wie gesagt, leider nicht mehr im Kopf geblieben. Aber es gab da eine Mechanik, die es glücklicherweise... Entschuldigung, nicht zur Demo, zu den Anfangstagen. Entschuldigung, zu den Anfangstagen von Tanky Online müssen wir zurück. Da gab es einen Mechanismus, den es glücklicherweise auch nicht gibt und ihr werdet wahrscheinlich auch nicht davon gehört haben. Also wenn, dann müsst ihr wirklich schon sehr, sehr lange dabei gewesen sein. Und zwar gab es eine Abnutzung des Panzers. Ja, wenn du halt mit dem Panzer viel gespielt hast, du bist gefahren, du hast Treffer einstecken müssen, du hast selber geschossen, hatte das einen Verschleiß auf deine Gegenstände. Das heißt, du musstest die halt irgendwann auch mal reparieren für Kristalle. Gut, diesen Mechanismus, dass ihr den nicht kennt und ich den nicht kenne, heißt also, den gab es nicht mehr lange. Gut, okay. Kommen wir jetzt also zurück zur weiteren Geschichte des Spiels. Das hier also nur ein kleiner Einschub. 2013 ging es dann aber auch los mit einem weiteren entscheidenden Update, was dann das Licht der Tanky-Welt erblickte. Und das hatte schon gewisse Folgen. Auch was die Kristalle anging. Und zwar das System der Mikroverbesserungen. Damals eingeführt, konntest du die einzelnen Parameter einer Waffe oder auch eines Untersatzes einzeln verbessern.
Manche hatten mehr Unterstufen, andere hatten weniger Stufen, die du verbessern musstest, also was die einzelnen Parameter angeht. Aber so konntest du halt, wie gesagt, jeden Parameter einzeln verbessern. Ne? Wenn du jetzt halt die kritische Chance von Smokey erhöhen willst, dann konntest du halt eben diese kritische Chance erhöhen, genauso wie dann halt den Schaden oder die Panzerung, die Geschwindigkeit, all das konntest du halt dann für den jeweiligen Gegenstand halt einzeln verbessern. Und das ging natürlich auch ordentlich in die Kristalle, ja. Und eines Tages wurde dann das System vereinfacht. So konnte man dann nicht mehr alle Parameter einzeln verbessern, sondern alle Parameter auf einmal. Ne? Dann gab es halt dann nur noch feste Stufen und hast du eine Stufe verbessert, wurde halt jeder Parameter um eine Stufe verbessert. Ja, hat das ganze System simpler gemacht und gut für die Leute, die damals dann irgendetwas verbessert haben, was vielleicht unwichtig war. Also, keine Ahnung, die Drehgeschwindigkeit von der Waffe oder sowas, ja. Was auch immer. Jedenfalls, wenn die halt etwas verbessert haben und das dann voll verbessert haben oder halt weit genug verbessert haben, ja, haben sie halt nach dem Update das dann als ihre neue Grundstufe für alle kommenden Verbesserungen bekommen. Das heißt also, wenn du einen Parameter damals verbessert hast, also voll verbessert zum Beispiel, dann war halt nach diesem Update alles voll verbessert von der Waffe oder was auch immer du da verbessert hast. Ne? Also das war halt sehr, sehr gut für Leute, die halt da irgendetwas ein bisschen verbessert haben. Ja, das wurde dann halt entsprechend umgerechnet oder halt auch irgendwas, wie gesagt, komplett voll verbessert haben. Nur eine Sache, die haben dann halt alles andere so gesehen geschenkt bekommen. Die Leute, die halt alles damals einzeln verbessert haben, naja, Pech gehabt. So. Muss man einfach mal dazu sagen. Ja, aber auch die Panzerphysik hat Änderungen bekommen. So gab es dann meine Güte, schwere Sprache heute, ich sag's euch. Es ist auch ein bisschen warm, ja? Ich muss das gestehen. Es ist auch ein bisschen warm. Also jedenfalls haben dann Untersätze so ihren eigenen Charakter bekommen, okay? Hornet beispielsweise, um das jetzt mal als explizites Beispiel zu nehmen, hat sich dann stark von der Panzerphysik unterschieden von zum Beispiel Wasp. Mit Hornet warst du natürlich noch immer schnell unterwegs, ja? Aber von der Fahrphysik her konntest du jetzt auf einmal mit dem Untersatz driften. Ja? Das war dann mehr so der sportliche Wagen, um es mal so zu formulieren, der Sportwagen unter den Panzern, während halt Wasp dann mehr so flink und wendig war. Ja? Weniger driften und dafür halt schnell und flink und wendig, wie gesagt, unterwegs sein. Ja? Also so haben sich dann halt die Sachen dann auch nochmal untereinander unterschieden. Und dann gab es auch noch die Smart Cooldowns. Ja? Es gab nicht mehr das wie jetzt hier zum Beispiel, ja, dass man alles gleichzeitig aktivieren kann, sondern abhängige Cooldowns, je nachdem, was du aktiviert hast, hast du dann halt einen Cooldown bekommen auf alle anderen Sachen. Also konntest du halt nicht direkt in die Runde starten, indem du alle Tasten mal gedrückt hast und dann Feuer frei, sondern jetzt musstest du halt überlegen, ja, will ich halt zuerst mir zum Beispiel mehr Schaden geben und muss dann ein paar Sekunden warten, bis ich mir dann Schutz geben kann oder eine Beschleunigung, ne, oder umgekehrt. Ja, all das war dann halt auf einmal mit Zeitverzögerung belegt. Ja. So musste man halt ein bisschen nachdenken und schauen, wie man da klug agiert, was die Versorgungen angeht, damit man sie auch optimal einsetzt. Boah, Leute, ich sag's euch, das ist wirklich wild hier. Da sind wir aber noch nicht am Ende angekommen. Nein, ja, wir bewegen uns noch sehr weit hinten in der Geschichte. Aber im Video sind wir schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Thema Tanky X. Ja, ist vielleicht auch noch Leuten ein Begriff. Ein Tanky Online unabhängiges Spiel, könnte man sagen. Also vielleicht auch in der Kommunikation damals nicht optimal verlaufen mit den Spielern. Aber da kann ja jetzt jeder für sich selber so seine Gründe dann im Kopf zurechtlegen, warum er zum Beispiel halt weniger Tanky X gespielt hat als Tanky Online oder auch gar nicht. Ja? Manche haben dann auch mehr Tanky X gespielt, sicherlich. Na, aber gut, jedenfalls, das Ganze wurde nicht der große Erfolg, wie dann wohl gehofft, obwohl lange daran gearbeitet wurde. Die Anfänge, die reichen da zurück, also 2014 wurde angefangen
damals halt auch, muss man auch dazu sagen, Tanky X natürlich nicht dann als Browserspiel konzipiert, ja, sondern wirklich als normales Spiel, was du halt herunterladen musst, ausführen musst. Und auch mit Unity entwickelt, um mal hier diesen technischen Aspekt nochmal zu nennen. Aber wie gesagt, wurde nicht der große Erfolg, obwohl es rein grafisch betrachtet, ja, natürlich Tanky Online deutlich überlegen war. Ja, verfolgte aber halt ein anderes, sag ich mal, verfolgte halt andere Dinge. Ja? Also das Spielprinzip blieb zwar grundlegend das gleiche, aber die Spieleinhalte, die unterschieden sich dann doch gewaltig. Ja, auch was halt so die einzelnen Versorgungen anging, die man da mit reinnehmen konnte. So musste man sich halt eben aktiv aussuchen, was man haben möchte. Ja, möchte man sowas wie eine Spider-Mine haben? Möchte man vielleicht unsichtbar sein für ein paar Sekunden? Möchte man ein Schutzschild vor sich haben? Ne? All diese Sachen, die gab es halt in Tanky Online nicht. Und die gab es dann in Tanky X und man musste sich aktiv für solche Sachen halt entscheiden. Ja, aber gut, das ist auch alles wieder viele, viele Jahre her. Ja, 2019 wurde dann halt angekündigt, dass Tanky X dann langsam aber sicher dann seinem Ende entgeht. Seinem Ende entgegengeht. Sagt man das so? Und ja, dann wurde es halt auch entsprechend in der Zeit danach dann auch tatsächlich schlafen geschickt. Ne? Tja, sehr, sehr schade, muss man mal dazu sagen. Aber die Entwicklung bei Tanky Online bleibt an diesem Zeitpunkt natürlich nicht stehen. Ja? So musste sich dann auch Flash verabschieden und in die ewigen Jagdgründe dann gehen. Ja, Flash bekannt für viele, viele Lücken und Updates ohne Ende. War dann auch nicht mehr zeitgemäß. Und so gab es natürlich dann da auch eine harte Deadline. Ja, bis zu diesem Datum wird Flash noch vielleicht akzeptiert von den Browsern und danach dann nicht mehr. Dann ist Flash ausgebaut und das war's. Entsprechend mussten halt natürlich auch Browserspiele mitziehen, die halt dann eben gucken mussten, ja, wie können wir unser Spiel weiterhin anbieten. Ja, auch nach der Flash-Ära. Und das ist natürlich dann der Beginn von dem HTML5 Tanky. Ja, der Umstieg von Flash auf HTML5. Jetzt ist halt natürlich HTML5 nicht die Engine dahinter oder so, muss man auch dazu sagen. Also HTML5 ist halt, ja, wie soll ich sagen, einfach HTML5. Also es ist halt einfach ganz normal für den Webseitenaufbau, aber jetzt nicht im Speziellen, wenn man es so nehmen möchte, für Spiele. Ne? Aber trotzdem, jedenfalls jetzt basiert das Ganze nicht mehr auf Flash, sondern halt auf HTML, ja, der Technologie halt, auf der dann alle Webseiten halt basieren. Ja. Genau. Aber halt eben natürlich trotzdem mit einer eigenen Spiele-Engine halt im Hintergrund, die das natürlich halt hier entsprechend bewerkstelligen muss, dass das auch als Spiel läuft, ne, wie gesagt. Also das vielleicht nur mal so, auch hier wieder ein technischer Einschub. Ja, HTML5 ist halt nicht die Spiele-Engine oder sowas dahinter oder, ja, wie soll man das nennen, ne? Sondern einfach nur halt das Rückgrat, ja, von Webseiten im Allgemeinen. So, aber egal, jedenfalls das halt so dann der Umstieg natürlich, den es dann gab. Eine Zeit lang wurden beide Systeme noch parallel betrieben, ne, solange das halt eben ging, bis halt dann natürlich Flash komplett eingestellt werden musste und dann gab es halt natürlich nur noch den HTML5-Client, beziehungsweise die HTML5-Version des Spiels. Ja, und ansonsten kann man natürlich noch erwähnen, dass es weiterhin natürlich optische Verbesserungen gab. Wir haben die Remastered-Sachen, die dann halt tatsächlich detaillierte 3D-Objekte darstellen. Ja, einerseits natürlich die Ausrüstung selber, aber natürlich auch die Karten, die halt Schritt für Schritt remastert wurden. Ja, auch die haben natürlich eine deutlichere Detailbreite und Tiefe erhalten und wirken wie aus einem, sag ich mal, zeitgemäßen Spiel. Ja, und nicht mehr wie halt zum Beispiel diese Karte mehr aus der Zeit gefallen, wo du eher einfache 3D-Objekte hast, wo du einfach nur 2D-Bilder draufpackst. Ne? Also
Das ist zwar hier natürlich ein 3D-Objekt, was man sehen kann, so wie das hier zum Beispiel, aber es besteht ja nur aus ganz normalen 2D-Texturen. Gut, jetzt kann man sagen, alles besteht irgendwo aus 2D-Texturen, ja. Aber das nur so halt, ja, ja, ich weiß nicht, wie ich das sonst ausdrücken soll, ne? Aber jedenfalls, das kann man halt natürlich auch nochmal an dieser Stelle erwähnen in der gesamten breiten Entwicklung des Spiels. Ja, weg von diesen einfachen 3D-Objekten, die halt dann im Grunde nur halt eine Zusammenfügung von solchen 2D-Texturen sind, ja, Bildern, hin zu komplexeren Texturen. Gut, ja, so sind ja natürlich auch damals die ersten Panzer auch entsprechend simpel gewesen. Ja, die waren halt nicht so detailliert, ja, sondern stellten halt eher einfache Objekte dar, die halt aber natürlich dann trotzdem halt am Ende ein 3D-Objekt waren. Ja. So. Alter, was ist denn hier los? Meine Güte. So, ich glaube, das war's mit mir. Vielen, vielen Dank. Aber wir haben sowieso verloren. Und ich bin sowieso auch jetzt am Ende, was das angeht. Ansonsten haben wir noch eine eine Erneuerung der gesamten Benutzeroberfläche. Die wurde entsprechend modernisiert über die Zeit, ja, nochmal angepasst. Und ja, also Tanky Online hat sich eigentlich sehr gut entwickelt. Sehr gut entwickelt. Ist vielleicht nicht das, was ihr hören wolltet, oder? Ja, es gibt natürlich Leute, die trauern halt dem alten Design hinterher. Und ich habe das aber auch schon oft gesagt. Mich spricht halt dieses alte Design einfach nicht an. Diese alte Benutzeroberfläche mit dem ganzen Grün und so. Das finde ich halt einfach unschön. Da finde ich das, und da muss ich wirklich sagen, also ich kann nur hier an dieser Stelle mal die Grafikabteilung von Tanky Online einfach mal loben. Ja, die haben halt ein sehr, sehr schönes Interface hinbekommen. Muss man einfach so neidlos anerkennen, ja. Auch wenn da vielleicht einzelne Personen anderer Meinung sind. Aber ich bleib dabei. Ich bleib bei meiner Meinung. Tanky Online ist halt hübsch. Und natürlich hoffe ich halt, dass irgendwann halt mehr Karten auch eine Remastered-Version bekommen, um halt grafisch wieder einfach ein bisschen zeitgemäßer zu sein. Ja? Vor allem natürlich auch mit den ganzen Konsolen-Releases, die ja auch kamen. Da ist vielleicht halt auch natürlich der Anreiz und das Interesse da, ein Spiel eben grafisch anzubieten, was dem auch gerecht wird. Ne? Und nicht mehr so aus dieser alten Flash-Ära kommt. Aber gut, das mal in aller Kürze, und wir haben trotzdem fast 30 Minuten hier, mal zu der Geschichte von Tanky Online. Ja. Ich hoffe, das war einigermaßen spannend. 5 Minuten haben wir hier noch. Ich würde sie einfach ein bisschen runter erzählen. Ja, wenn ihr irgendwelche Vorschläge oder sonstige Sachen habt, Wünsche und Anmerkungen und so weiter und so fort, lasst es mich sehr, sehr, sehr gerne wissen. Na, es wäre wahrscheinlich besser gewesen, so ein Video getrennt vom eigentlichen Spiel zu haben. Ja, hier nicht so ein Live-Let's Play zu machen, sondern einfach irgendein Gameplay laufen zu lassen und so darüber zu erzählen. Aber die besten Sachen, die fallen einem dann immer nur spontan ein. Gut. Das jedenfalls dazu. Also ja, ich habe auch neue Sachen kennengelernt dadurch. Ja. Und auch wenn natürlich ich schon lange dabei bin, so hatte ich ja dennoch große Pausen, auch damals in den Anfangstagen. 2009 habe ich sowieso nicht miterlebt. Da kannte ich das Spiel nicht. Sondern fing natürlich erst 2010 an. Aber ja, ich muss sagen, mich hat das Spiel damals wirklich gepackt. Ich fand das einfach cool, dass es halt im Browser läuft, man nichts runterladen muss und auch mit einem sehr schwachen Rechner oder mit einem sehr schwachen Laptop konnte man dann trotzdem halt solche Spiele spielen. Und wie gesagt, nichts runterladen zu müssen, ist halt super. Vor allem, wenn du auch noch eine ganz langsame Internetleitung damals hattest und du dir dann da selbst für Spiele, die halt irgendwie 100 oder 300 Megabyte runterladen müssen, dann auch erstmal Zeit nehmen musst, bis die da fertig sind. Wo es dann halt nicht einfach heißt, ja komm, lass uns in 5 Minuten spielen, sondern warte mal eine halbe Stunde oder so ab, ja. Bis da das Update durch ist. Gut. Das dazu. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Teil. Macht's gut oder auch besser. Rinja hauen. Ist ja klar.